Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Hallo Jessica, was ist denn los? Warum rufst du mich an? Hallo Jessica, was ist denn los? Warum rufst du mich an? Daniel, es ist etwas Schlimmes passiert. David hatte einen Autounfall und liegt im Krankenhaus. Daniel, es ist etwas Schlimmes passiert. David hatte einen Autounfall und liegt im Krankenhaus. Oh mein Gott, wie geht es ihm? Oh mein Gott, wie geht es ihm? Er liegt auf der Intensivstation. Die Ärzte können noch nichts Genaues sagen. Er liegt auf der Intensivstation. Die Ärzte können noch nichts Genaues sagen. Oh nein, das hört sich nicht gut an. Oh nein, das hört sich nicht gut an. Ich werde ins Krankenhaus fahren. Ich werde ins Krankenhaus fahren. David ist mein bester Freund. Wir kennen uns schon seit der Kindheit. Ich hoffe, dass er wieder gesund wird. David ist mein bester Freund. Wir kennen uns schon seit der Kindheit. Ich hoffe, dass er wieder gesund wird. Jessica hat sich sehr besorgt angehört. Ich mache mir auch große Sorgen um ihn. Jessica hat sich sehr besorgt angehört. Ich mache mir auch große Sorgen um ihn. Hier ist das Krankenhaus. Ich muss schnell reingehen und meinen David finden. Hier ist das Krankenhaus. Ich muss schnell reingehen und meinen David finden. Hallo, ich muss schnell zu meinem besten Freund David. Hallo, ich muss schnell zu meinem besten Freund David. Und wer genau sind Sie? Und wer genau sind Sie? Ich bin sein bester Freund. Ich bin als sein Notfallkontakt eingetragen. Ich bin sein bester Freund. Ich bin als sein Notfallkontakt eingetragen. Das sehe ich. David liegt im Haus 2 in Zimmer 15. Sie können ihn besuchen, aber sein Zustand ist nicht stabil. Das sehe ich. David liegt in Haus 2 in Zimmer 15. Sie können ihn besuchen, aber sein Zustand ist nicht stabil. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo David, wie fühlst du dich? Was ist passiert? Hallo David, wie fühlst du dich? Was ist passiert? Vielen Dank, dass du gekommen bist, Daniel. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Alles ging so schnell. Meine Bremse hat nicht richtig funktioniert und ich hatte einen Unfall. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Daniel. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Alles ging so schnell. Meine Bremse hat nicht richtig funktioniert und ich hatte einen Unfall. Oh nein, aber du wirst doch wieder gesund, oder? Oh nein, aber du wirst doch wieder gesund, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe sehr starke Kopfschmerzen. Der Arzt meinte, dass die inneren Blutungen gestoppt werden müssen. Ich werde gleich operiert. Ich weiß es nicht. Ich habe sehr starke Kopfschmerzen. Der Arzt meinte, dass die inneren Blutungen gestoppt werden müssen. Ich werde gleich operiert. Sollte ich es nicht schaffen, dann habe ich einen Wunsch. Sollte ich es nicht schaffen, dann habe ich einen Wunsch. Natürlich, David, für dich würde ich alles tun. Natürlich, David, für dich würde ich alles tun. Ich möchte nicht beerdigt werden. Bitte, bitte nimm meine Asche und verteile sie am Strand in Rio de Janeiro.
Ich möchte nicht beerdigt werden. Bitte nimm meine Asche und verteile sie am Strand in Rio de Janeiro. Das werde ich tun, David. Aber du wirst es schaffen. Das werde ich tun, David. Aber du wirst es schaffen. Wir werden ihn jetzt operieren. Wir werden ihn jetzt operieren. Okay, vielen Dank, Doktor. Okay, vielen Dank, Doktor. 4 Stunden später. Es tut mir leid, aber wir konnten ihn nicht retten. Die Verletzungen waren zu schlimm. Es tut mir leid, aber wir konnten ihn nicht retten. Die Verletzungen waren zu schlimm. Nein, nein, David! Nein, David! Was soll ich denn jetzt nur machen? Warum muss das Leben so ungerecht sein? Was soll ich denn jetzt nur machen? Warum muss das Leben so ungerecht sein? David war noch so jung und voller Lebensfreude. Wieso musste gerade er sterben? David war noch so jung und voller Lebensfreude. Wieso musste gerade er sterben? Ich verstehe das nicht. Das macht alles keinen Sinn. Warum? Ich verstehe das nicht. Das macht alles keinen Sinn. Warum? 2 Wochen später. Daniel, ich weiß, dass das schwer für dich ist, aber du musst irgendwann damit anfangen, dein Leben zu leben. Daniel, ich weiß, dass das schwer für dich ist, aber du musst irgendwann damit anfangen, dein Leben zu leben. Geh weg, Jessica, lass mich in Ruhe. Geh weg, Jessica, lass mich in Ruhe. Du kannst nicht für immer im Bett liegen bleiben, weil David gestorben ist. Das hätte er nicht gewollt. Du kannst nicht für immer im Bett liegen bleiben, weil David gestorben ist. Das hätte er nicht gewollt. Du hast recht. David wollte immer nur das Beste für mich. Du hast recht. David wollte immer nur das Beste für mich. Was wirst du jetzt machen? Was wirst du jetzt machen? Ich werde ihm seinen letzten Wunsch erfüllen. Ich werde ihm seinen letzten Wunsch erfüllen. Das klingt nach einem guten Plan. Das klingt nach einem guten Plan. Ich werde dich nicht enttäuschen, David. Ich werde dich nicht enttäuschen, David. Das ist für dich, David. Das ist für dich, David. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!